Lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute mache ich eine kleine, schnelle Farbspielerei. Ich habe mir hier ein paar Farben aus meiner Sammlung von Victoria rausgesucht. Und zwar habe ich hier, ich drehe das mal andersrum, einmal einen Mahagoni-Farbton rausgesucht, den Fuchsia-Farbton und dieses Oxidgrün. Und dazu habe ich noch genommen von Horadam dieses Galaxy Braun. Das teilt sich dann noch auf in so einem Braun und einen leichten lila Ton. Und damit werde ich heute ein bisschen spielen. Ich habe mir die Farben hier mal extra gemacht heute. Ja, ich habe eine Pappe. Auch ich habe manchmal Werkstücke, die funktionieren nicht. Hat mir nicht gefallen. Schmeißt es nicht weg. Ich nehme jetzt einfach die Rückseite und mache daraus was. Das ist auch eine schöne, das ist jetzt hier eine ganz glatte Struktur. Ein 640 Gramm Papier aus dieser Watercolor Selection. Ich habe mir wieder eine neue gegönnt. Ich kann euch die nur empfehlen. 14 verschiedene Blätter. Unterschiedlichste Strukturen, heiß gepresste dabei, die meisten kalt gepresst. Es sind raue dabei, es sind feine dabei. Und das ist eine wunderschöne Geschichte von Hannemühle, um sein Lieblingspapier zu finden. Ja, und ich war zum Glück mal wieder in Hannover und konnte mir ein neues holen. Und hier ist halt dieses 640 Gramm Papier, das ist sehr rau. Das ist noch aus der alten Packung. Und es wird natürlich verarbeitet, ne? Ich schmeiße ja sowas nicht weg. Auch wenn ein Bild nichts geworden ist, irgendwas geht immer noch. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei beim Zuschauen. Mal schauen, was heute so raus wird. Ja, sorry, jetzt habe ich die erste halbe Minute vergessen aufzunehmen. Also, ich habe hier einfach schon mal zu den Farben gegriffen. Ich nehme einen dicken Pinsel, setze ihn manchmal flach auf, ziehe ihn wieder hoch und nehme hier einfach so eine Wellenlinie und mache hier solche schönen Muster. Ich werde jetzt auch noch mal in einen etwas schmaleren Pinsel wechseln. Und ziehe mir hier einfach so ein paar schöne Strukturen hoch. So, jetzt habe ich mir gerade überlegt, dass ich noch einen etwas kräftigeren Magentaton dazu nehme. Mal gucken. Also ihr seht das schon, ich mache gar nicht viel. Ich setze den Pinsel manchmal auf, auch diesen dünnen Pinsel hier. Ich setze ihn auf, mache ihn breit und nehme ihn wieder hoch. Und dadurch entstehen schon alleine diese schönen Strukturen. Es ist nur ein Spiel mit dem Druck des Pinsels.
Okay, ich lasse das jetzt erstmal trocknen und gucke mal, wie ich dann damit weitermache. Ja, ihr Lieben, für mich schreit dieses Bild ein bisschen nach Gold. Und daher kommt hier jetzt mal ein wunderschönes Gold, was ich habe zum Einsatz. Und wir schauen mal irgendwie, was wir daraus machen. Ich habe noch einen neuen Stift. Ich will mal schauen, ob ich den da vielleicht noch mit Schwarz dudel oder ob ich es eher mit Bleistift mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich lasse das jetzt erstmal kurz trocknen. Ja, ich hatte hier was ausprobiert, hier an der Stelle mit Fineliner und mit Bleistift und das gefällt mir überhaupt nicht. Und zum Glück ist dieses Gold sehr, sehr deckend und ich gehe jetzt hier einfach nochmal über diese Geschichte, die mir nicht gefällt, mit Gold drüber und kriege das dann dadurch wieder ein bisschen weg. Von daher ist dann zwar nicht so das, was mir dann eigentlich zu viel Gold, aber gut, so kriege ich dann Fehlerchen wenigstens noch ein bisschen weg. Ja, okay. So müssen wir noch mal gucken. Ob ich jetzt so lasse, irgendwie sieht es für mich noch nicht fertig aus. Das ist dann, das ist dann manchmal. Aber je mehr man macht, ne? Je mehr man macht, desto doofer wird das. Ich weiß nicht, ob ich einfach noch mal hier so ein paar... das könnte funktionieren. Ja, das geht. Ich setze hier einfach noch mal so ein paar Akzente um die Kreise. Auch nicht um jeden. Hier ist es noch nicht ganz trocken. Mal gucken. Ja. Ja, das ist das, was mir gefehlt hat. Ein kleiner Bruch in dem Ganzen durch eine andere Form. Und das habe ich jetzt hier doch ganz gut mit diesen Kringeln dann hinbekommen. Einfach nochmal auch mit der gleichen Farbe vielleicht nochmal rein, die ich hier dran hatte. Wo habe ich denn meinen Teller da? Und setze hier nochmal so ein paar Akzente hinein.
Ja, jetzt kommt Lebendigkeit. Tut mir leid mit der Belichtung hier heute. Die Sonne, die kommt und geht. Eine schwierige Geburt heute, muss ich sagen. Gibt es so Tage, ne? Die sind nicht so leicht. Da hat man nicht so den Drall manchmal. Aber es ist trotzdem wichtig, sich immer wieder hinzusetzen und was zu machen. Ach, und wenn man nur ein bisschen für sich spielt. Ne? Wenn man nur ein bisschen für sich mit Farben in Gang ist, ist das doch auch schon schön. Ja, ich lasse es erstmal so. Ich nehme gleich mal das Klebeband ab und dann gucken wir mal. Hier könnte noch mal ein bisschen Gold rein. Ich habe gerade noch eine Stelle entdeckt. Wo ist es? Mein Gold. Hier könnte noch mal einer rein. Ups. Wasser mit Gold ist auch schön, ne? Ja, ihr Lieben, ich habe es aufgeklebt. Es ist jetzt heute nicht unbedingt eins meiner Meisterwerke, würde ich sagen. Aber ja, trotzdem ganz nett, ganz hübsch, ganz gelungen. Naja, ich habe es auf so eine cremefarbene Karte geklebt, ganz dezent. Und ja, das Gold, ne, das reißt es natürlich raus. Von daher, ich bin jetzt so, wie es erstmal ist, ganz zufrieden. Ja, und dann wünsche ich euch doch einfach mal viel Spaß beim Nachmachen. Ihr seht, das war ganz einfach, ne? Pinsel aufsetzen, runterdrücken, hochliften und es entstehen so schöne Geschichten. Die können auch ineinander laufen, die könnt ihr übereinander setzen. Ihr könnt sie verzieren. Ne? Manchmal, so wie mit dem Feinliner, habt ihr gemerkt, funktioniert es solchen Dingen nicht und dann ja, nochmal überdecken, ne? Geht alles. Und wenn es nicht geht, wie gesagt, ich hatte auf der anderen Seite eine Mixed-Media-Technik, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, aber das Papier ist zu schade zum Wegschmeißen. Und dann versucht man einfach mal die Rückseite zu benutzen. Und auch das geht ja wunderbar. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, eure Melanie.